Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man einen Motorblock überholen kann. Ich mache das an einem M50 B25 Motor aus meinem 3er Cabrio, aber das Grundprinzip ist für die meisten Motoren ähnlich. Ich mache daraus einen Zweiteiler. Im ersten Teil nehme ich den kompletten Motorblock auseinander und vermesse den. Im zweiten Teil wird der Block mit neuen Teilen wieder zusammengebaut. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hier ist der Patient. Nicht, dass ihr euch wundert, wie sauber die Verbrennung bei dem Motor war. Ich habe die Kolben damals mal grob sauber gemacht, weil ich die Vermutung hatte, dass die Ventile aufgesetzt haben. Und hier an den Ventiltaschen für die Auslassventile kann man das auch sehen. Hier sieht man, dass das Ventil hier aufgesetzt hat. Und das ist bei mehreren Kolben passiert. Warum passiert sowas? Wenn der Motor jenseits von 200.000 Kilometer drauf hat, die Kette sich lenkt, der Kettenspanner fertig ist und die Spannung und Gleitschienen fast durchgeschliffen sind. Da kann die Steuerkette schon mal um einen Zahn wie hier überspringen. Die Steuerzeiten stimmen nicht mehr und der Kolben trifft das Ventil ganz leicht. Sowas hat man leider bei solchen älteren Fahrzeugen, die nur noch gefahren werden und keiner mehr was dran macht. Sowas finde ich immer sehr schade. So, ich habe mir ein bisschen Werkzeug geholt und ein Stück Pappe drunter gelegt. Als erstes nehme ich die Ölwanne ab. Dazu drehe ich den Motor um 180 Grad. Man geht das aber leicht. Oh. Oh, alter Schwede. Oh. Jetzt muss man mit der Zehnernuss die 25 Schrauben umlaufend rausschrauben. Und schon kann man die Ölwanne abnehmen. Die wird wahrscheinlich ziemlich fest sitzen. Da kann man hier an der Ecke, die steht hier ein bisschen über, mit einem Gummi oder Holzhammer leicht draufklopfen. Dann löst sie sich und man kriegt die gut ab. Als nächsten Schritt nehme ich die Ölpumpe mit Saugrohr ab. Dafür muss man zuerst die Mutter vom Kettenrad abschrauben. Hier muss man aufpassen, das ist ein Linksgewinde. Also um die Mutter zu lösen, muss man nach rechts rumdrehen. 17er Nuss drauf und los. Jetzt kann man das Kettenrad abnehmen. Die Kette ausfädeln und einfach fallen lassen, da passiert nichts. Nun die beiden Schrauben von der Saugrohrabstützung abschrauben. Die haben eine 10er Schlüsselweite. Jetzt noch die 3 Schrauben mit der 13er Nuss abschrauben. Und dann kann man die Ölpumpe samt Saugrohr abnehmen.
kommt auch gleich ab. Dafür schraubt man die 10 Schrauben mit einer 10er Nuss raus. Ich habe jetzt eine Folie ausgelegt und drehe den Motor wieder um 180 Grad zurück. Dann kann das restliche Öl aus dem Motor laufen. Das lasse ich so 1 bis 2 Stunden stehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, als nächstes baue ich das Ölfiltergehäuse ab. Dafür schraubt man mit einer 13er Nuss die 6 Schrauben hier raus. Und schon kann man es abnehmen. Jetzt kommt noch die Halterung raus und die beiden Klopfsensoren. Alle Schrauben haben Schlüsselweite 13. Der Tragbügel kommt auch gleich ab. Die 4 Schrauben sind auch Schlüsselweite 13. Auf der anderen Seite das Gleiche. Als nächstes nehme ich die Wasserpumpe raus. Dafür muss erstmal die Riemenscheibe ab. Die 4 Schrauben mit einer 10er Nuss abschrauben. Dann die 4 Muttern auch mit einer 10er Nuss abschrauben. Die Wasserpumpe sitzt in den meisten Fällen bombenfest. Dann nimmt man sich 2 so eine M6er Schrauben. Die dreht man hier und hier rein und drückt so gleichmäßig die Wasserpumpe raus. Jetzt kommt der Schwingungsdämpfer raus. Dafür schraubt man die 6 Schrauben mit einer 13er Nuss raus. Da der Schwingungsdämpfer nach knapp 30 Jahren in der Regel schwer runtergeht, habe ich das Ganze mit Rostlöser eingesprüht. Falls er trotzdem noch schwer runtergehen sollte, kann man einfach ein paar beherzte Schläge mit einem Holz- oder Gummihammer hier hinten drauf geben. Falls sich die Kurbelwelle mitdreht, kann man die hier hinten einfach mit einer Schraube von der Schwungscheibe blockieren. Die schraubt man in die Kurbelwelle rein und so kann sich nichts mehr mitdrehen. Die Narbe für den Schwingungsdämpfer nehme ich auch gleich raus. Dafür muss man mit einer 22er Nuss die Zentralschraube hier rausschrauben.
Ich probiere es erstmal mit dem kleinen Schlagschrauber. Den habe ich mir letztens von Stahlwerk geholt, weil ich leider meinen alten kleinen Schlagschrauber verschenkt habe, nachdem ich mir den von Divolt gekauft hatte. Aber man braucht für die meisten Arbeiten nicht immer so ein Monster, der so schwer ist. Der ist viel handlicher und wiegt nur die Hälfte. Jetzt kommt ja die ultimative Aufgabe, die Zentralschraube zu lösen. Die hat ja einen Anzugsdrehmoment von 410 Newtonmeter. Und nach knapp 30 Jahren wird man sehr viel mehr an Drehmoment brauchen, um die zu lösen. Probieren wir es mal. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wäre ja auch ein Wunder, wenn er das geschafft hätte. Mal sehen, ob es überhaupt der Große schafft. Der packt's auch nicht. Oh Mann. Jetzt habe ich meinen alten Drucklüftschrauber rausgekramt. Wenn der es nicht packt, ist ein kilometerlanger Hebel angesagt. Shit. Wäre ja mal schön gewesen, wenn es mal etwas leichter gegangen wäre. Nun kommen die langen Hebel zum Einsatz. Jetzt muss man auf jeden Fall mit einem Gegenhalter arbeiten. Der wird hier an der Narbe verschraubt. Auf keinen Fall bei so hohen Kräften hinten mit einer Schraube gegenhalten. Die schert einfach ab. So einen Gegenhalter kann man sich leicht selber bauen. Ich habe für den 1,5 Stunden gebraucht. Da habe ich auch gleich Langlöcher reingefeilt, damit der an mehreren Modellen passt. Ich habe den Block hier noch auf Hölzern abgestützt, damit ich die ganze Kraft nachher auf die Hölzer drücke und nicht auf den Motorhalter. Der würde das nicht aushalten. Mein Cousin wird noch hier hinten gegenhalten, damit der ganze Zirkus nicht umkippt. Wir packen jetzt die Kamera auf ein Stativ und dann geht's los. Bist du bereit? Mhm. Mit einem Ruck, okay? Mhm. Endlich. Mann, war das eine schwere Geburt. Aber das ist in den meisten Fällen so, dass man die Zentralschraube nur mit brachialer Gewalt gelöst bekommt. Den ganzen Klimbim habe ich wieder abgebaut. Und jetzt kann man die Zentralschraube rausschrauben und die Narbe abnehmen. Ich habe die Narbe ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt kann man hier sehen, dass sich der Wellendichtring schon ganz schön ins Material eingearbeitet hat. Und das ist hier schon grenzwertig. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, um das Problem zu lösen. Die erste, wenn man den Wellendichtring erneuert, treibt man den nicht so weit rein wie den alten, sondern bleibt 1 bis 2 mm vorher stehen. Und die zweite Möglichkeit, die werde ich nehmen. Man holt sich für 43 € eine neue Narbe. Als nächsten Schritt nehme ich den Stirndeckel ab. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss die 14 Schrauben raus. Beim Abnehmen ein bisschen aufpassen, der ist aus Alu, also nicht mit Gewalt dran hebeln. Jetzt noch die Spann- und Führungsschiene raus. Bei der muss die Sicherungsscheibe raus. Man fährt hier mit dem Schlitzschraubendreher zwischen und dreht ihn dabei. Fertig. Bei der muss man die Nasen oben und unten nach außen biegen und dabei ziehen. Ab. Die Steuerkette und die Antriebskette für die Ölpumpe können auch gleich ab. Das ist ja immer wieder erstaunlich, wie weit so eine Sicherungsscheibe fliegen kann. Unglaublich. Ich wollte euch schnell noch was zeigen. Hier an der Führungsschiene fehlt schon ein Stück. Das Stück habe ich in der Ölwanne gefunden, aber es passt nirgendwo hier ran. Das ist komisch. Und wo sind die anderen abgebrochenen Teile hin? Vielleicht finde ich ja noch irgendwo ein paar Teile. Mal schauen. Als nächstes beschrifte ich die Kolben von 1 bis 6, denn die sollte man auf keinen Fall vertauschen. Die Einbaurichtung ist auf jeden Kolben mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Das kann man hier sehen. Die Pfeilspitze muss immer Richtung Nockenwellenantrieb zeigen. Ich habe die Zentralschraube wieder reingedreht, damit ich den Motor drehen kann. Jetzt drehe ich den Motor wieder auf den Kopf und messe das Pleuelagerspiel. Das kann man mit Plastigage machen. Für diesen Motor ist es die grüne. Die hat einen Messbereich von 0,025 bis 0,076 mm. Das Pleuelagerspiel hier muss zwischen 0,02 und 0,055 mm liegen. Und das messen wir jetzt. Fangen wir gleich beim ersten Zylinder an. Zuerst schrauben wir mit einer 10er Vielzahnnuss die beiden Schrauben raus und nimmt den Lagerdeckel ab. Schauen wir uns gleich mal die Lagerschale an. Da sieht man Abnutzungsspuren. Ist ja ganz klar nach der Laufleistung. Aber zu starken Abrieb oder große Einschlüsse sehe ich hier nicht. Sieht noch ganz gut aus. Und wenn das Spiel jetzt noch in der Toleranz ist, bin ich zufrieden. Das messen wir gleich. Das muss so gut es geht ölfrei sein. Die Lagerschale habe ich ja schon abgewischt. Jetzt schneidet man sich ein Stück von der Plastigage ab, so dass die hier zwischen passt. Und legt die so rein. Nun kommt der Lagerdeckel wieder drauf. Darauf achten, dass die Nummer vom Lagerdeckel auch auf die Seite kommt, wo die gleiche Nummer auf dem Pleuel ist. Auf keinen Fall vertauschen. Jetzt nimmt man sich die alten Pleuelschrauben und schraubt die wieder rein. Als erstes bekommt ihr einen Anlagemoment von 5 Newtonmeter. Dann einen Fügemoment von 20 Newtonmeter und zum Schluss werden die mit einem Drehwinkel von 70 Grad festgezogen. Fünf Newtonmeter. Zwanzig Newtonmeter. 70 Grad. Ich will kurz was zum Drehwinkelmesser sagen. Durch den Kamerawinkel sieht es so aus, als wäre es nicht genau auf 0 oder zum Schluss auf 70 Grad. Das täuscht. Hier sieht man es nochmal. So sieht es aus wie 62 Grad, aber es sind 70. Nicht, dass sich manche Zuschauer jetzt wundern, warum ich das extra erwähne. Das ist ja völlig klar, dass es vom Betrachtungswinkel abhängt. Nur habe ich manchmal solche Superbrains als Zuschauer, die mir gleich schreiben, dass es ja nicht genau 70 Grad waren. Und das will ich hiermit gleich vorwegnehmen. Und jetzt machen wir weiter im Programm. Nachdem alles schon festgezogen wurde, schraube ich die beiden Schrauben wieder raus. Den Lagerdeckel abnehmen. Und nun kann
kann man sehen, dass der Streifen platt gedrückt wurde. Jetzt nimmt man sich die Verpackung von der Plastikage und da sieht man 4 verschiedene Breiten an Strichen. Die vergleicht man mit dem platt gedrückten Streifen. Der Strich, der circa genauso breit ist wie der, ist unser Lagerspiel. In dem Fall stimmt der überein. Also habe ich hier ein Lagerspiel von 0,051 mm. Es darf maximal 0,055 haben. Das bedeutet, wir sind noch in der Toleranz, aber gerade mal so. Viel Spielraum ist hier nicht mehr. Jetzt ziehe ich mal den Kolben und schaue mir mal die Kolbenringe an. Wenn man den Kolben rausdrückt, aufpassen, dass man mit dem Pleuel nicht die Zylinderlaufbuchse beschädigt. Schauen wir uns mal die Kolbenringe an und ganz speziell die Ringnuten. Alle Kolbenringe lassen sich ganz leicht frei bewegen. Das ist schon mal gut. Die Ringnuten sehen optisch gut aus. Wenn man den Kolben wiederverwenden will, sollte man auf jeden Fall das Axialspiel hier zwischen messen. Das macht man mit einer Fühlerlehre. Mit den alten Kolbenringen sollte das Maß dazwischen nicht größer sein als 0,06 mm. 0,05 passt gerade so rein. 0,06 passt nicht. Hier sind wir noch in der Toleranz. Bei der zweiten Nut darf es maximal 0,065 mm sein. Hier sind es auch 0,05 mm. Passt. Die Nut vom Ölabstreifring braucht man nicht messen. Auch der Gesamtzustand vom Kolben ist sehr gut. Der ist nirgendwo verbrannt, hat keine Fressriefen, keine hochglänzenden Stellen. Das Bearbeitungsprofil ist nicht abgetragen. Den können wir ohne Probleme wieder benutzen. Wer die alten Kolbenringe wiederverwenden will, sollte auf jeden Fall das Stoßspiel messen. Damit kann man feststellen, dass sich die Kolbenringe seitlich nicht zu stark abgenutzt haben. Das Stoßspiel bei den beiden Kompressionsringen soll zwischen 0,2 und 0,4 mm liegen. Bei dem Ölabstreifring zwischen 0,4 und 1,4 mm. Wie man das misst, zeige ich euch anhand des Rechteckrings. Wenn ihr die Kompressionsringe runternehmt, würde ich euch immer eine Kolbenringzange empfehlen. Man glaubt gar nicht, wie schnell so ein Kolbenring in 2 Teile bricht. Den Ölabstreifring kann man ruhig mit der Hand vorsichtig abnehmen. Auch hier darauf achten, nicht zu stark den Kolbenring auseinanderdrücken, sondern nur so weit, dass der gerade über den Kolben geht. Fast vergessen zu erwähnen, wenn ihr die wieder einbauen wollt, legt die Kolbenringe so hin, wie ihr die ausgebaut habt, weil die Bezeichnung Top nicht mehr zu erkennen ist. Die dürfen auf keinen Fall falsch rum eingebaut werden. Ganz wichtig. Jetzt nimmt man sich den Kolbenring und macht ihn in die Zylinderlaufbuchse rein. Dann nehme ich mir einen Messschieber mit Tiefenmaß und stelle den auf 20 mm ein und fixiere den. Wenn er jetzt 19 oder 21 mm hat, das spielt keine Rolle. Es geht darum, den Kolbenring genau in eine Flucht zu bringen. Nun kann man messen. Der 0,4 mm geht rein. Der 0,45 mm auch. Also wäre der Kolbenring schon aus der Toleranz und muss neu. Das macht man jetzt mit allen Kolbenringen.
Ich mache das nicht, weil ich bei mir sowieso alle neu mache. Man sollte auch immer den Kreuzschliff im Zylinder kontrollieren. Der sollte überall gleich aussehen. Wenn er an einer Stelle mehr abgenutzt ist als an anderen Stellen, ist es immer schlecht. Sowas deutet meistens auf einen abgenutzten Zylinder hin, der schon oval geworden ist. Da ist es meistens nicht mehr nur mit Neuhohn getan. Da muss der Zylinder aufgebohrt werden auf ein Übermaß. Und dann wird's teuer. Aber hier reicht einmal Neuhohn. Wozu braucht man denn überhaupt einen Kreuzschliff? Dadurch wird bewirkt, dass eine gewisse Rauheit in der Zylinderwand entsteht, damit der Schmierfilm besser haftet und durch die Bewegung des Kolbens nicht abreißt. Jetzt hätte ich gerne noch mit euch zusammen das Kolbeneinbauspiel und die Rundheit des Zylinders gemessen. Nun leider habe ich das versprochene Werkzeug nicht bekommen. Ist aber nicht so schlimm, denn die wenigsten Leute, dazu gehöre ich ja auch, werden das Werkzeug zu Hause haben. Da muss auch die Temperatur einigermaßen stimmen und man muss mit der Messung auch umgehen können. Denn wenn man den Zylinder nur ein bisschen schräg hält, stimmt schon das Maß nicht mehr. Ich lasse es meinen Motorenstandsetzer machen, da hat er auch mal was zu tun. So, das was ich alles am ersten Zylinder gemacht habe, mache ich mit den restlichen 5 Zylindern auch. Wenn ich damit fertig bin, gucken wir uns zusammen die Messwerte an. Bis gleich. So, jetzt habe ich alles vermessen und diese schöne Tabelle gemacht. Daran kann man jetzt sehen, dass zwar alles ganz schön verschlissen ist, aber es ist alles noch in der Toleranz. Und es ist alles ziemlich gleichmäßig verschlissen. Einzige Ausnahmen waren das Axialspiel am 4. Zylinder. Da war es ein bisschen besser als der Rest. Und am 6. Zylinder die 2. Nut. Da war es ein bisschen schlechter als der Rest. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Ich habe den Motorblock schon mit meinem Cousin hier auf den Tisch geschleppt und mit 2 Kanthölzern am Tisch fixiert, damit er sich nicht mitdreht. Als nächstes kommt der Abschlussdeckel hier ab. Dafür schraubt man die beiden Schrauben mit einer 13er-Nuss raus und die 4 Schrauben mit einer 10er-Nuss raus. Beim Abnehmen schön gleichmäßig den Deckel abziehen. Man kann auch mit einem Holz oder Hebel hier vorsichtig drücken. Nun messe ich das Kurbelwellenlagerspiel. Das muss an allen 7 Hauptlagerschalen zwischen 0,02 und 0,058 mm liegen, auch bei dem Spurlager hier. Das misst man wieder mit der Plastigage. Ich zeige es euch am ersten Lager, wie das funktioniert. Das macht man dann an allen 7 Hauptlagerschalen genauso. Als erstes kommt wieder der Lagerdeckel ab. Dafür schraubt man mit einer 17er Nuss die beiden Schrauben raus und nimmt den Lagerdeckel ab. Schaut euch mal bitte diese Lagerschale an. Für 250.000 Kilometer sieht die ja super aus. Man kann nur ganz leichten Abrieb erkennen. Aber die hat keine Einschlüsse oder Vertiefungen. Gar nichts. Das ist immer ein Indiz dafür, dass regelmäßig das Öl gewechselt wurde und auch gutes Öl genommen wurde. Das erkennt man auch daran, dass der Motor kaum Ölkohleablagerungen hat. Und das ist auch noch das erste Lager. In der Regel ist immer das erste und das letzte Lager das schlimmste. Und jetzt messen wir. Es muss alles wieder ölfrei sein. Jetzt nimmt man sich wieder ein Stück von der Plastigage und legt die da drauf. Dann kommt der Lagerdeckel drauf. Die alten Schrauben rein und dann mit einem Fügemoment von 20 Newtonmeter anziehen und danach mit 50 Grad Drehwinkel festziehen. Newtonmeter. Grad. So, und jetzt die Schrauben wieder raus und die Lagerschale wieder ab. Schauen wir mal, welcher übereinstimmt. Der hier.
Also haben wir ein Lagerspiel von 0,038 mm. Es muss zwischen 0,02 und 0,058 mm liegen. Wir haben 0,038. Perfekt. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, als ich mir die Lagerschale angesehen habe. Jetzt messe ich erstmal noch die restlichen 6 und danach sehen wir uns gleich wieder. Alles gemessen und es sieht gut aus. Alle Lagerschalen sahen so gut aus wie die erste. Und das Spiel auch. Das lag fast überall bei 0,038 mm. Nur die letzten 3 Lager haben ein bisschen mehr Spiel gehabt. Aber das ist in den meisten Fällen so, dass die kraftabgebende Seite sich ein bisschen mehr abnutzt. Was man auf jeden Fall noch machen sollte, ist das Führungslager in der Kurbelwelle. Ich lasse es vom Motoreninstandsetzer tauschen, weil ich so einen kleinen Abzieher nicht da habe. Und was ich jedem empfehlen würde, der seinen Motor überholt, auch gleich die Ölpumpe zu überholen. Da wird der Innen- und Außenrotor getauscht. Hier habe ich schon die neuen Teile. Und das Unterdruckventil, das sitzt hier, das wird gereinigt und der O-Durchstreng wird erneuert. Aber wie man das macht, zeige ich in einem anderen Video. Ich werde noch ein Video dazwischen machen. Da zeige ich euch, was man alles vorher noch machen sollte, bevor man den Motor wieder zusammensetzt. Da überhole ich unter anderem auch die Ölpumpe. So, jetzt geht der Block zum Motoreninstandsetzer. Was wird da gemacht? Als erstes wird die Kurbelwelle auf Rundlauf und Höhenschlag kontrolliert. Wenn sie krumm ist, wird sie gerichtet. Dann werden die Lagerstellen poliert. Damit bekommt man kleine Einschlüsse und Oberflächenbeschädigungen raus. Das Kolbenspiel wird gemessen, konnte ich ja nicht machen. Die Kolbenbolzen werden vermessen. Wenn alles in der Toleranz liegt, werden die Zylinderlaufbuchsen gehont. Dann wird die Dichtfläche, also da wo nachher der Zylinderkopf sitzt, auf Planheit überprüft. Wenn dann Verzug sein sollte, wird es plan geschliffen. Zum Schluss wird alles gereinigt und die gesamten Ölkanäle werden sauber gespült. Falls ich noch was vergessen habe zu erwähnen oder irgendwas nicht mehr in der Toleranz sein sollte vom Motoreninstandsetzer her, kommt das alles im nächsten Video. Das Mitfilmen beim Motoreninstandsetzer ist nicht so sehr erwünscht und durch Corona sowieso nicht möglich. So wie es aussieht, wird es jetzt ein Dreiteiler, aber ich wollte euch ja so viel wie möglich zeigen. Nun machen wir erstmal Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Ich wünsche euch allen einen schönen 3. Advent. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Gina.